Die Botschaft, die mich zu Tränen rührte, ist, dass unsere Seele ewig ist, immer da, ohne Anfang und Ende, wie der Geist selbst. Die besagt, wir seien erschaffen worden, am Anfang, falls es einen gab, und wir sind wirklich ein Teil von allem Existierenden. Also besitzen wir diese Seele, ein Stück davon, das hier im 3D auf dem Planeten genutzt wird. Wo ist nun der Rest? Ich heiße Lee Carroll und Monica Marani in der Sendung Willkommen. Wie geht's euch? Uns geht's super gut. Vielen Dank, dass ihr bei der Sendung seid. Ich freue mich riesig, mit euch zu sprechen über eure Arbeit. Kryon offenbare uns die Geheimnisse dessen, was ihr tut, um der Welt zu helfen, sich zu entwickeln und das Erwachen der Menschheit zu fördern. Also, Lee, wie war dein Leben bevor Kryon und diese Reise, auf der du dich befindest? Ich nehme an, du hast nicht schon mit 5 Jahren in der Grundschule gesagt, Moment mal, Leute, ich muss channeln. Ich sag dir, wir führen auch viele Interviews und wir haben tatsächlich einige interviewt, die genau das erlebt haben, erst kürzlich sogar. Ich habe das Privileg, aus einer älteren Energie zu stammen und sie zu erleben. Ich wollte nie channeln. Es geschah einfach. Bist du bereit? Ich begann mit 45, also tue ich es nun seit 33 Jahren. Zähl lieber nicht nach. Bitte rechne es nicht nach. Und dabei war ich Ingenieur, Toningenieur. Ich war mit meinem Leben sehr zufrieden, mit all diesen Dingen. Und ich war dagegen. Nicht dagegen. Das ist ein schlechtes Wort. Ich hielt alles rund um esoterisches Channeling und diesen Kram für lächerlich, dumm und nur für Frauen. Frauen, nichts für mich. Schick einfach. Ja, schreib keine Briefe mehr, schreib auch keine E-Mails, E-Mails nicht mehr. Schreib keine E-Mails. Es tut mir leid. So fühlte ich mich einst. Das ist nun anders. Um deine Frage zu beantworten, mein Leben war leer, wie es jetzt ist. Im Interview siehst du, es dauerte 3 bis 4 Jahre, bis ich wirklich involviert war, selbst nach Beginn des Channelings. Diese Dinge sind mir aus heiterem Himmel eingefallen. Was ich den Leuten sage ist, dass beim Zurückblicken der Geist, oder wie du es nennen willst, dich wirklich kennt durch die Ereignisse, die mich zum Hinsehen brachten. Waren absolut perfekt für meine Persönlichkeit, sonst hätte es mich nie interessiert. Aber sehr linear, sehr dreidimensional im Ingenieurwesen, das brauchte ich nicht. Es interessierte mich nicht, bis es passierte. Nun, dann lass mich dir diese Frage stellen. Eine Frage, die ich gerne an Kanäle richte. Hast du einfach so beim Cornflakes-Essen eines Morgens und dann kam es plötzlich? Da du in diesem Bereich nicht aktiv und nicht wirklich offen warst, stelle ich mir vor, dass es ziemlich schockierend war. Hattest du diesen Moment, in dem du dachtest, du verlierst den Verstand? Nun, das kam später. Okay. Es ist eine lange Geschichte, die ich nicht komplett im Interview ausbreiten möchte. Es war ein 3-jähriger Prozess. Ich wurde zu 2 Channelern gebracht. Beides Männer, und ich wollte eigentlich nicht hin. Es war wegen eines Geburtstags. Ich denke, es war der meiner damaligen Frau. Was sie channelten, interessierte mich zuerst nicht. Doch später hörte ich Aufnahmen und bemerkte, dass ihre Botschaften, obwohl 3 Jahre dazwischen lagen, identisch waren. 2 Männer, die 40 Jahre Altersunterschied hatten und sich nicht kannten, sagten exakt dasselbe. Und sie sagten, es gibt einen magnetischen Meister namens Kryon, der Kontakt zu dir aufnehmen möchte. Das war alles äußerst lächerlich. Aber weil das passiert war, widersprach es jeglicher Logik. Und deshalb, ich bin einer von diesen Typen, die alles wollen. Ich bin sehr auf Ordnung bedacht. Ich will, dass alles sortiert ist. Und das ließ sich nicht einordnen. Also was ich wirklich tat, war, dass ich einen Stuhl hinstellte und sagte, ich war allein und sagte, Kryon, der übrigens für mich klang wie ein Rostschutz-Sprühfarbe. Das ist Krylon, also habe ich ihn lange Zeit Herr Krylon genannt. Rost oder was auch immer. Also tat ich es wirklich. Ich stellte den Stuhl hin und sagte, wenn du echt bist, hast du eine Chance. Zeig es mir. Sonst werfe ich das alles weg. Denn das ist dummer Kram. Ich meine, das war meine Einstellung. Und ich setzte mich auf den Stuhl und sofort in diesem Moment channelte ich nicht, bekam keine Worte an die Wand. Ich erlebte diese unglaubliche Welle der Liebe. Es geht hierbei ganz um Liebe. Und das veränderte mich, denn es war eine Ursache und Wirkung. Ich tat es noch einige Male, als mir klar wurde, da ist etwas da. Das ist die Überzeugung. Für mich.
Also entgegen aller Logik geschah etwas und das startete den Prozess. Wow, das ist erstaunlich. Und entzieht es dir Energie? Denn manche Medien werden dadurch geschwächt. Einige Menschen gibt es ihnen Energie. Ich frage nur aus Neugier. Energetisiert, du hast recht. Es wirkt beidseitig. Ich habe gesprochen. Viele Channeler waren in unseren Shows, ich hatte sie auf meinen Bühnen in alten Zeiten und wir channelten gemeinsam. Einige sagten, es sei sehr kräftezehrend. Für mich ist es, als rotierten Disco-Kugeln. Ich bin bereit zu beginnen. Es ist ein Energieschub. Es ist so. Und selbst wenn ich todmüde bin, kann ich nicht anders. Wenn es um das Channeling geht, ist es, als würde ein Schalter umgelegt und plötzlich fühle ich mich nicht mehr alt und bin nicht mehr müde. Das ist eben meine Art. In Ordnung. Nun, meine erste Frage betrifft die Arbeit, die Sie verrichten. Wie können wir unser Bewusstsein erhöhen als allgemeine Aussage? Und Ihre Definition von Bewusstsein würde wahrscheinlich helfen. Selbst Platon gab uns keine Definition von Bewusstsein. Richtig. Es ist knifflig. Wir sagen, es geht um das Maß des Ihr Bewusstsein, Ihre Wahrnehmung und wohin das führt. Bevor ich die Kryonik entdeckte, erkannte ich, dass mein Bewusstsein begrenzt war, obwohl ich ein guter Mensch war, zur Kirche ging und all das tat. Rückblickend sehe ich, dass ich nicht wirklich bewusst lebte. Meine Vorstellung von Gott, wenn man so will, hat sich erweitert. Es ist, als würde dein Denken anfangen zu wachsen, und das merkst du zunächst daran, wie du die Welt und andere siehst. Jemand nähert sich dir. Ich weiß, ich weiche von deiner zweiten Frage ab. Sicher, schau nach. Jemand kommt und beschimpft dich. Er mag dich nicht für etwas, das du getan hast. Die erste Reaktion ist oft Verteidigung oder etwas anderes. Mir wurde klar, das war ich. Knöpfe wurden bei mir leicht gedrückt. Du könntest mich ansprechen, da ich meine Meinung stark vertrete. Ich weiß. Was? Wie jeder andere. Jetzt, Jahre später, wenn so etwas passiert, bin ich enttäuscht. Doch meine erste Reaktion ist, dass die Person einen schlechten Tag hat. Erkennst du den Unterschied? Es ist ein höher entwickeltes Bewusstsein dafür, wie du dich selbst, andere und die Welt um dich herum wahrnimmst. Für mich ist das bewusste Bewusstsein. Nun, der zweite Teil deiner Frage oder vielleicht noch einmal der erste Teil. Erhöhen wir unser Bewusstsein. Wie steigern wir es? Wir stehen fest. Anhänger der Überzeugung, dass die gesamte Evolutionsleiter bereits in uns steckt. Und es ist nichts, was man erst holen muss. Man muss keine Regeln befolgen, man muss nicht schwimme durch Flüsse oder erklimme Berge. Es ist schon vorhanden, eingebaut. Man könnte sagen, es ist ein Attribut der Seele, fast so, als ob der Geist bereit wäre, nur wartend auf deine freie Entscheidung zu sagen, wie mache ich es? Sobald du beginnst, passiert es. Ich möchte mein Bewusstsein weiterentwickeln über seinen aktuellen Zustand hinaus. Wenn du diese Vorstellungen aussprichst, lässt der freie Wille sie zu und sie manifestieren sich. Es gleicht einer Heilung, einem Erschaffungsakt. Oft hört man könne seine Realität selbst gestalten. Genau das tun wir. Es ist ein göttliches Geschenk, das in uns liegt. Ähnlich der Heilung, es ist bereits vorhanden. Nun müssen wir es erbitten, erkennen und Geduld üben, während wir seine Entfaltung beobachten. Das habe ich erlebt, ohne irgendwohin zu reisen oder speziell zu studieren. Und das Channeling hat mir nicht automatisch ein höheres Bewusstsein gegeben. Das war immer etwas, das ich selbst tun musste. Es ist in uns. Aber das wirklich Faszinierende ist diese Selbstbefähigung, dass sobald man anfängt, diese Fragen zu stellen, es fast so ist, als würden im Inneren kleine Schalter umgelegt und man beginnt zu sehen und zu fühlen und hey, das funktioniert. Ist das etwa der Weg, den viele der aufgestiegenen Meister gegangen sind? Denn wir alle besitzen dieselben Fähigkeiten wie die aufgestiegenen Meister. Sie haben ihr Ziel nur zu einem anderen Zeitpunkt erreicht. Ja, und genau das ist der Unterschied. Tausende von Jahren sind vergangen, bis heute. Wir sagen von Mensch zu Mensch, dies ist eine neue Welt, nicht die deines Großvaters. Die Zeit wiederholt sich nicht, nicht jetzt. Wir haben stichhaltige Belege durch Greg Bradens Arbeit und verwandte Forschungen. Die Zeit ist wirklich anders jetzt. Die aufgestiegenen Meister, so genannt, verwenden dieselben Werkzeuge, die auch uns zur Verfügung stehen. Du sagtest es bereits. Können wir also alle aufgestiegene Meister werden? Vielleicht nicht gleich.
Wir haben die Mittel, um selbst die Leiter zu erklimmen und merken, dass es den Planeten beeinflusst, wenn mehr von uns es tun. Dank Menschen wie dir und jenen, die Wahrheiten enthüllen, wäre diese Sendung nie möglich gewesen. Technisch gesehen mag es machbar gewesen sein, doch vor 20 Jahren hätte niemand so etwas gesehen. Die Leute wären nicht interessiert gewesen. Aber jetzt sind sie es, falls es dir aufgefallen ist. Du reitest auf der Interessenwelle. Menschen strömen herbei, um Lee Carroll Chandler zu sehen, die niemals zuvor haben mich vor 20 Jahren so angesehen. Stimme dir voll und ganz zu. Selbst vor 10 Jahren wäre das ein schwieriges Gespräch gewesen. Und ich habe es in meiner eigenen Welt erlebt, dass die Menschen viel aufgeschlossener sind. Selbst wenn sie herausfinden, was ich jetzt mache, sind sie wie Channeling. Wirklich? Und sie sind neugierig, es gibt ein Gespräch, es wird nicht mehr einfach abgetan. Und wenn man dann zu sprechen beginnt, ist es so, ich sage immer das, wenn jemand meinen Kanal, mein Channeling, aber generell Channeler in Frage stellt, sage ich, was sagen Sie? Klingt es wahr? Gut. Wenn nicht, leg es beiseite und geh weiter. Wenn es zutrifft, wen kümmert das Zustandekommen? Das andere, was wir 2- oder 3-mal gemacht haben, ich habe es jetzt vergessen, einmal in Europa und einmal oder 2-mal hier, ist, dass ich mehrere Channeler aus verschiedenen Regionen Europas auf die Bühne gebracht habe. Wir haben große Konferenzen veranstaltet, ohne ihnen vorzugeben, was sie sagen sollen. Wir haben einfach gesagt, gebt uns Botschaften. Einmal hatten wir 12 Channeler gleichzeitig auf der Bühne und wir haben einfach weitergemacht. In jedem Fall haben wir von allen eine Botschaft erhalten. Es waren nicht 12 verschiedene Religionen vertreten. Es waren 12 Personen, die eine Botschaft über das Weltgeschehen, Liebe und all das teilten, worüber wir sprechen. Es wirkte fast, als wäre es im Feld. Wir machten einfach weiter. Also, das ist noch etwas. Channeling ist kein zusätzliches Glaubenssystem. Nun, das ist eine Sache, wenn wir hierher kommen und inkarnieren. Manchmal ist es schwer, unseren Zweck zu finden. Hast du einen Rat, wie man den Grund unseres Daseins in dieser Inkarnation finden kann? Sicher. Und wir kehren zurück zur Einfachheit. Und die Leute werden den Kopf schütteln und sagen, das kann doch nicht so sein, lieber Geist, was ist mein Zweck? Zeig es mir klar, ohne Voreingenommenheit, oder versuche es. Jeder meint zu wissen, selbst wenn sie es leugnen. Man sagt, ich kenne meinen Zweck nicht, doch ich wünschte, es wäre, dieses Buch zu schreiben. Ich kenne meinen Zweck nicht, aber ein Heilzentrum zu errichten wäre mein Wunsch, oder ich kenne meinen Zweck nicht, strebe aber danach, so zu sein. Filter beeinflussen uns immer. Mir erging es genauso. Ich dachte, ich wüsste, wohin mein Channeling führen, was es bewirken und wie lange es dauern würde. Das war alles komplett falsch. Man muss offen sein für Unerwartetes. Aber ehrlich, das Fragen ist erst der Anfang. Du wirst Synchronizitäten in deinem Leben bemerken, die du, wie ich glaube, schon erlebt hast. Für deinen jetzigen Standort und deine Tätigkeiten waren Synchronizitäten nötig, damit alles passt und funktioniert. Es ist fast wie ein grünes Licht. Halte kurz inne und geh dann voran. Und all das im Verkehr, so fühlt es sich für uns an. Und so leben Monika und ich unser Leben. Wir werfen es einfach in den Raum. Und wenn es nicht so eintritt, wie wir es erwarten, sagen wir, oh gut, dann wird es noch besser. Es ist so, und es geschieht. Und es wird immer etwas geben, das hereinfliegt, oft in letzter Minute, das uns leitet. Das geschieht alles durch Absicht. Du bittest nicht um Gefallen von Gott. Was du tust, ist erschaffen. Ein Weg. Die Brücke, lieber Geist, zeig sie mir. Ich bin offen dafür. Führ mich hin. Das ist also anders als in der Kirche gelehrt. Ein bisschen, ja. Du musst aktiv werden, hier und dorthin gehen. Genau so. Es ist etwas ganz anderes. Manche sagen, es sei zu simpel. Ich sage, willkommen bei etwas Einfacherem als gedacht. Ist das nicht wunderbar? Kannst du nicht dankbar sein? Jetzt, Monika, ich wollte dich fragen, um an die letzte Frage anzuknüpfen, findest du, dass, wenn wir einfach loslassen, wenn man sich Dinge zu ergeben scheinen, es gibt etwas, das leitet, etwas, das Dinge auf unseren Weg bringt und du wirst diese Person heute treffen, weil sie dir diesen Job verschaffen wird, auf dem du wirklich sein musst. Und ich weiß, du bist Tontechnikerin, aber wirst du in den nächsten 5 Jahren wirklich ein Medium sein? Diese Art Synchronizitäten. Wir kämpfen gegen uns selbst und stehen uns selbst im Weg. Wir stehen uns wirklich selbst im Weg. Lustig, dass du gerade mich fragst, denn mein eigener Weg war ein Pfad tiefster Hingabe. Dinge kommen auf mich zu und dann spüre ich Widerstand. Ich spüre enormen Widerstand.
Und dann muss ich meinen eigenen Widerstand durchbrechen, um zu diesem nächsten Stück Hingabe zu gelangen. Und dann taucht etwas anderes auf und wir haben Widerstand. Und oft ist es unser eigener Verstand und die Logik, die versuchen, mit uns selbst zu argumentieren. Also, in meinem Beispiel. Ich nenne dir ein Beispiel, wo meine Ehe zerbrach. Und das war der Anfang meiner Reise des, ich weiß nicht, Nichtwissens über alles. Ich wusste, ich war bereit, mich für etwas zu öffnen, aber nicht, wie es geschehen würde. Und damals arbeitete ich als Ranger im Nationalparkdienst in Australien. Und ich hatte einen Kollegen, der immer zu mir sagte, Monika, weißt du, du solltest wirklich meine Frau Linda aufsuchen. Sie praktiziert Reiki und ist eine spirituelle Heilerin. Und ich dachte immer nur, was soll das schon für mich tun? Ich leide so sehr und bin voller Schmerz und Tränen. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Aber er war so sanft und überzeugend und nett dabei. Und ich glaube, es war das 3. oder 4. Mal, als er es auf so eine liebevolle Art sagte, dass ich innerlich nur schrie, oh mein Gott, ich werde sie aufsuchen. Nur damit du endlich aufhörst, mich zu drängen, sie zu sehen, denn es wird ja doch nichts bringen, oder? Und ich beschloss, es wie ein Pflaster schnell zu machen. Einfach abreißen und vorbei. Also traf ich sie zur Sitzung, war an einem verletzlichen Ort, verwundet, weinend, und sie war einfach da. Etwas hat mich in dieser Sitzung tief berührt, das mir ermöglichte, dann zu beginnen, zu erforschen und zu untersuchen, was ich nicht weiß, die Dinge, die ich nicht erklären kann. Und dann begann für mich eine Reise, die mich nach Neuseeland führte. Und in meiner allerersten Yogastunde gab mir jemand ein Cryon-Buch und ich las dieses Cryon-Buch und da war diese Frau, die Energiearbeit leistete. Und ich dachte mir, ich weiß nicht wie, aber ich werde diese Energiearbeit machen. Ich war so begeistert. Als es darum ging, den Kurs dieser Energiearbeit, auf die ich so gespannt war, zu machen. Alle bewegen ihre Hände und spüren, wie die Energie durchfließt. Es ist, als könnte man es greifen. Und ich spüre nichts, absolut nichts. Und mein Verstand sagt sich, das ist alles nur Humbug. Ich dachte, es wäre echt und jetzt spüre ich nichts. Es ist nichts für mich. Und so musste ich diesen Widerstand überwinden, um mich dann hinzugeben und weiterzumachen. Es hat Jahre gedauert, bis ich tatsächlich Energie durch meine Hand fließen spürte. Und so stehen wir uns selbst im Weg, indem wir Erwartungen hegen. Von dem, was wir denken, dass es sein wird. Es gibt so viele Menschen, die die wunderschönen Botschaften von Cryon hören. Und Lee sagt, das steht jedem zur Verfügung. Und dann fragen die Leute, warum spricht Cryon nicht mit mir? Warum spricht Cryon nicht mit mir? Wir erwarten, dass wir eine Stimme hören und sie herabkommt und eine Botschaft überbringt, so wie Lee es tut, aber so funktioniert es nicht. Wir müssen unsere Vorstellungen, wie es funktionieren soll, loslassen und offen sein, es neu zu empfangen. Es ist eine fremde Sprache. Wenn du dich auf Synchronizität einlässt und sagst, ich treffe diese Person auf der Straße und es wird ein erstaunliches Erlebnis sein, öffnest du dich für diese Möglichkeit. Wie funktioniert das für jemanden? Du kannst nicht wissen, wie es passieren wird, also sei offen für alternative Wege, wie Dinge zu dir kommen. Ich weiß, das war eine ziemlich lange Antwort auf deine Frage. Aber wenn wir es schaffen, uns nicht im Weg zu stehen und hoffen, dass Geist, Gott, der Schöpfer, das Große, das Jenseitige, wie auch immer du es nennen möchtest, kennt dich so gut, liebt dich so sehr. Geist, Gott, der Schöpfer, das Große, das Jenseitige, wie du es auch nennst, will sich mit dir verbinden, dich auf den richtigen Lebensweg führen. Erkenne das. Streckst du deine Hand aus, wird sie gehalten, verbunden? Kannst du deinen Unglauben überwinden, dass es dir geschieht und dich öffnen, es zuzulassen? Es ist so einfach. Es läuft auf den Glauben hinaus. Letztendlich ist es der Glaube, dass da draußen etwas ist und dich durch den Prozess führt, ohne Zweifel. Nun, Lee, ich habe eine Frage an dich und ich habe diesen Begriff Super Soul gehört. Was ist eine Super Soul?
Wir nutzen den Begriff Super Soul nicht, also weiß ich es nicht. Vielleicht ist das, was Weinen den größeren Teil von dir nennt. In Ordnung, in Ordnung. Und was ist das größere Ich, wenn? Wir steigen ein, oder? Die kleinen Einzelheiten sind unerheblich. Also ich sage jetzt einfach mal, was ich Ihnen gleich erzähle, das müssen Sie nicht glauben. Es ist nicht ausschlaggebend. Liebe in Ihr Leben bringen oder halten. Realität ist geschaffen. Es hilft, dies zu wissen. Haben wir eine Seele und glauben daran, bestätigen nahezu alle spirituellen Systeme weltweit dies auch. Was, wo, wie und warum? Uns wurde also vieles über Seelen erzählt. Erstens, dass wir sie bei unserer Geburt erhalten, das habe ich in der Kirche gelernt, und dass sie da ist, damit sie nach dem Tod gequält werden kann. Das ist demnach ganz offensichtlich. Für immer und ewig, das bedeutet übrigens für alle Zeit. Ja, tatsächlich ewig, ohne Ende. Meine Wahrheit durch Christus ist, dass unsere Seele ewig ist. Sie existierte immer, hat keinen Anfang und kein Ende, wie der Geist selbst. Diese Worte offenbaren uns, dass wir erschaffen wurden, am Anfang, sofern es einen solchen gab. Wir sind tatsächlich ein integraler Bestandteil von allem, was existiert. In uns wohnt eine Seele, ein Fragment davon, das hier im 3D auf unserem Planeten zum Einsatz kommt. Doch wo befindet sich der verbleibende Teil? Verbringt er etwa seine Zeit im Himmel auf einem Schaukelstuhl? Christus verneint dies und lehrt uns, dass dieser Teil stets bei uns ist. Die Werkzeuge, die wir nutzen, sind identisch mit jenen, die auch die aufgestiegenen Meister verwenden, und sie gehören zu einem größeren Ganzen, unserer Überseele. Wir entfalten uns mehr und mehr zu unserer wahren Seelenessenz, und diese ewige, heilige, wunderschöne, göttliche Silhouette in unserer 3D-Existenz immer präsenter. Wir werden also ein wenig multidimensionaler und ein bisschen größer. Und diese Größe von uns liegt im Licht, wenn man so sagen will. Das ist natürlich eine Metapher. Wir glauben also, dass unsere Seele nicht irgendwo anders ist, sondern mit uns lebt, und sie ist einfach es ist unsichtbar und nur verfügbar, wenn wir die Teile davon nehmen, ein entwickeltes Bewusstsein haben und zu Meistern werden, zu denen wir, wie ich glaube, bestimmt sind. Dieses größere Du, von dem Kryon spricht, ist der Rest der Seele, der immer noch Du ist, der buchstäblich dort sitzt, mit dem Fuß wippt und sagt, nun, wie viel mehr möchtest du? Wir lernen es zu nutzen. Es ist eine Wanderung, besonders wenn du aus älterer Energie kommst. Selbst junge Leute, ihr seid in einer älteren Energie geboren, verglichen mit dem, was kommt und was jetzt geschieht. Ihr seht es überall. Es erfordert viel von uns, die Programmierung unserer Realität, was uns gehört, was wir tun können oder nicht, zu entlernen. Das ist keine Verschwörung, sondern einfach Fakt. Ihr habt Vorstellungen davon, was ihr tun könnt und was nicht. Das scheint eure Realität. Doch das Weinen zeigt, ihr könnt mehr, weitergehen, länger leben, glücklicher sein. Es gibt noch viel mehr, was zu eurem größeren Ich gehört. Jetzt gibt es eine Sache, die viele Menschen, ich würde behaupten, die meisten Menschen, wenn nicht alle, früher oder später, ein Problem mit Angst haben. Angst davor, vorwärts zu gehen, Angst, dem Glück nachzujagen, Angst, den Träumen, der Bestimmung zu folgen. Du hattest diese Angst, als du mit Kryon deinen Weg antratst. Ich hatte sie, als ich diese Show startete. Ich wollte nicht als spiritueller Podcastmacher geoutet werden. Wir alle erleben diese Ängste und müssen sie überwinden, durchbrechen. Welchen Rat hast du für Menschen, die mit lähmender Angst ringen? Nicht die berechtigte Angst vor dem Tiger um die Ecke, sondern die Art von Furcht, von der ich spreche. Du zitierst Kapitel und Vers. Ich könnte praktisch Bücher darüber schreiben, denn alles, was du gesagt hast, das habe ich erlebt. Eine meiner größten Ängste, als ich anfing. Jetzt sprichst du davon, dich zu outen. Das ist genau, was ich durchgemacht habe. Wenn es dir nichts ausmacht, lass mich bitte ein wenig zurückspulen. Als ich anfing, und das ist viele Jahre her, war es eine andere Welt, und ich war Geschäftsmann, hatte meine Studios und Angestellte und all diese Dinge, und ich wusste, Weinen war echt. Was also tun damit? Nun, also sage ich, okay, ich mach's, aber nur für mich, keiner erfährt's. Ich habe meine Bücher geschrieben, bis heute über das Weinen, weil ich dem Beispiel folgen wollte, aus Spaß. Deshalb ist mein Name nicht auf den Covid-Büchern. Es sind 14 an der Zahl. Mein Name ist nie bei Covid-Büchern, nur hinten in 10-Punkt-Schrift.
Mein Vorname fehlt L. Carroll. Das ist mein Versteckspiel, aus Furcht enttarnt zu werden. Doch wovor fürchtete ich mich? Also hatte ich vor allem große Angst davor, all meine Freunde zu verlieren. Ich hab's gesehen, oder? Geschaut, gerade nachgeschlagen, nach dem Motto, nein, er hat recht. Immer noch L. Carroll, er hat gewonnen, oder? Sonst verliere ich alle Freunde. Einige meiner Mitarbeiter, sehr gute, spirituelle, christliche Männer, würden kündigen. Und vor all dem hatte ich Angst. Na, was denkst du? Es ist eingetroffen. Alles, wovor ich mich gefürchtet habe, ist dennoch passiert. Und ich gewann neue Freunde und ich bekam ein ganz neues Paket voller Wunderbarkeiten. Freunde und eine Welt unvorstellbar anders. Angst entsteht, weil wir Veränderung scheuen, an sozialen Normen festhalten, die wir nicht ändern wollen. Wir wollen nicht unsere Freunde verlieren. Wir verlieren nicht unsere Frauen. Und man weiß nie, was passieren wird. Mein Gott. Du möchtest nicht, dass dein Leben umgestürzt wird, nur weil du ein hilfreiches Glaubenssystem hast. Am liebsten würden wir uns verstecken und nur das behalten. Doch unsere Nische funktioniert nicht. Wenn du beginnst, dein Licht zu zeigen, bemerkt es jeder. Und manchmal stört es sie, weil es nicht zu dem Paradigma passt, das sie verinnerlicht haben. Sie erkennen vielleicht etwas Schönes in dir, aber es gefällt ihnen dennoch nicht, da sie wissen, dass du nicht ihren Überzeugungen folgst. Und das geschieht immer wieder. Es gibt viele Dinge, die wir fürchten, und du hast recht, manche Ängste sind nötig, wie die vor einem Bengaltiger, aber meist geht es darum, die Angst zu überwinden. Bald erscheint ein neuer Film von Bill Bennett. Monika kennt Details dazu. Er trägt den Titel Angst ins Gesicht sehen. Der Film behandelt genau dieses Thema. Es ist bedeutend, besonders bei einer Paradigmenänderung, wie wir sie gerade erleben. Du hast recht, das zu thematisieren. Es hat wirklich viele Schichten. Wie kommt man da durch, fragst du? Als sehr sturer Mensch musste ich mich durch viele Schichten kämpfen, was 3 Jahre dauerte. Ich sprach mit Menschen, die in der neuen Energie sind und es fast sofort schafften, weil sie die Zeichen erkennen und es bei ihnen Klick macht. Sie sagen, das sei der Unterschied zwischen ihrer Aufwachsumgebung und den heutigen Energien. Es geht also darum zu entscheiden, was du willst. Beende es. Leg los. Ja, leg los. Das oder etwas Besseres. Ich meine, es gehört schon ein bisschen Mut dazu, aber du musst es aussprechen. Was willst du? Und genau das habe ich auch bei dieser Show gemacht, weil ich einfach an einem bestimmten Punkt gesagt habe, so wie, ich muss einfach gehen. Und ich sagte buchstäblich, okay, Gott, ich bin in deinen Händen. Und in dem Moment, als ich das tat, tauchten Leute wie ihr und Monika auf. Die Show begann zu wachsen. All diese neuen Menschen und all diese neuen Dinge kamen in mein Leben und all das geschah. Aber ich musste mutig genug sein, den Sprung zu wagen. Und nichts, wovor ich übrigens Angst hatte, ist passiert, Gott sei Dank. Ich hatte Angst. Ich dachte, ich verliere meine andere Show. Werde ich all diese anderen Dinge verlieren, an denen ich mein ganzes Leben gearbeitet habe? Werden die Leute mich komisch anschauen? Nichts. Der Unterschied, denke ich, zwischen meinem Coming-out vor über 30 Jahren und jetzt, wo ihr es erlebt. Paul, du hast es auf den Punkt gebracht, es gibt mehr Freiraum für Leute, hier anders zu denken als je zuvor. Und die Menschen sind, denke ich, viel offener. Und das sollte dir einiges darüber verraten, was im Bewusstsein unserer Gesellschaft und Kulturen geschieht, wenn du es so nennen willst. Es sind nicht nur Channeler oder Showmacher wie du, sondern auch ganz normale Menschen. Sie sehen um sich und bemerken mehr Toleranz, mehr Wertschätzung. Wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, Alex, aber hier tobt ein Konflikt, kein kleiner. Hast du die weltweite Reaktion gesehen, als er ausbrach? Oh mein Gott, der ganze Planet war einfach nur... Nein, selbst die Schweiz hat Stellung bezogen. Erstmalig in ihrer Geschichte. Das sollte dir zeigen, dass etwas Großes im Gange ist. Ja, da läuft definitiv etwas. Ohne Zweifel. Was mich zu meiner nächsten Frage führt, Lee. Warum haben diese Seelengruppen, die heute auf dem Planeten leben, gewählt, in dieser verrückten Zeit zu inkarnieren? Denn das ist es. Ich meine, der Wandel zwischen. Als ich geboren wurde, gab es bereits massive Veränderungen.
Ich vermute, sie sind noch gewaltiger für die Zeit, die du auf der Erde verbracht hast. Es ist ein enormer Wandel im Denken, klar in der Technologie, aber auch in allem anderen. Meine Mutter praktizierte früher Yoga. Meine Familie, sie ist verrückt. Was tut sie? Meditiert? Heute tun das selbst Geschäftsführer. Sie ist verrückt und kommt in die Hölle. Oh, selbstverständlich. Wir landen alle in der Hölle. Natürlich, jeder praktiziert Yoga. Fahr zur Hölle. Der Aufkleber, bin mir ziemlich sicher. Mach Yoga, fahr zur Hölle. Genau richtig, präzise. Ich sage dir, was meine Informationen sind, und es ergibt so viel Sinn. Zuerst musst du erkennen, das, was gerade passiert, in dieser, nennen wir es, neuen Energie, wenn du möchtest. Du willst es die Verschiebung nennen, wie es viele Leute getan haben, ist keine Überraschung. Das wurde von den Alten vorhergesagt. Es stand genau im Maya-Kalender, für uns alle sichtbar. Je mehr wir die Ureinwohner studieren, desto mehr sehen wir, dass es immer da war. In der Heiligen Schrift steht es, so die Vorstellung, dass ab dem Jahr 2000 und darüber hinaus ein drittes Ereignis eintreten würde. Wir würden den Dritten Weltkrieg erleben, Armageddon stünde bevor. Das war das anvisierte Datum. Letztlich basiert alles auf Astronomie. Im Grunde ist das der Kern. Der Präzession der Tag- und Nachtgleichen ist es, auf die alle achten. Das ist Beginn und Ende eines 26.000-jährigen Taumelns des Planeten. Dies wurde zum Zeichen des Wandels. Und wir finden es in den Schriften. Die Ureinwohner sprachen darüber, aber auf andere Weise. Sie deuteten es nicht als Weltende. Wie wir es verstehen, was sie sagten, bedeutete freie Wahl. Die Menschen werden entweder wird sich die Menschheit auslöschen oder die größte Revolution erleben. Eine nie dagewesene Bewusstseinsevolution, direkt aus den Maya-Prophezeiungen. Und das ist nicht neu. Wir befinden uns in einer Zeit, die schon als Moment des potenziellen Wandels gesehen wurde. Glaubst du also an Reinkarnation, an zurückkehrende Seelen und dergleichen, dann erkennst du viele alte Seelen, die genau dafür zurückgekehrt sind. Und sie haben sich durch viel Leben geschlagen, um sich vorzubereiten. Die Vorstellung von Reinkarnation nach dem Tod gleicht einer Schule. Man lernt beim Voranschreiten. So gibt es alte Seelen, die irdische Erfahrungen sammelten. Es ist wirklich spaßig. Neue Seelen auf dem Planeten erkennt man daran, dass sie leichter zu täuschen sind als alte Seelen. Wirklich? Sie glauben der E-Mail dieses Mannes. Wo auch immer jemand $100 will, um dir 1 Million zu schicken, sieh dir das sofort an. Das muss ich machen. Warte. Mit anderen Worten, die Schule des Bewusstseins der Erde ist noch jung, und Gott segne die Unschuldigen, die zu ihr stoßen. Man sieht klar den Unterschied zwischen den Neulingen und den alten Seelen. Wir haben das bereits durchlebt und getan. Es gibt viele von uns alten Seelen, einschließlich dich, mein Freund. Wir sind hier, um zu handeln, den Wandel zu sehen, zu verstehen, was nötig ist, ihn zu erkennen und zu begleiten. Genau das geschieht jetzt. Wir tun es nicht, wir haben es getan. Es gibt Hilfe und energetische Unterstützung auf dem Planeten, die nun Energien freisetzt. Das war schon immer so. Zielgerichtet, nach unserer Entscheidung zu bleiben. Es würde etwas passieren. Und es passiert, es geschieht gerade. Ich meine, schau dir die Bewegung an. Ich spreche von den Mädchen. Und wie lange geht das schon so? Ich warte. Ich meine, ich weiß nicht. Ich komme aus Hollywood, also die Besetzungscouch war ein Witz. Die Besetzungscouch war ein Witz in Filmen. Die Leute sagten, oh, sie will die Rolle bekommen. Es war einfach tief verwurzelt. Die gesamte Industrie. Es ist so und es ist immer noch so. Und nicht nur in Hollywood, es war echt. Und man fragt sich, wie lange geht das schon so? Nun, es ist einfach so. Es ist die Art der Menschheit. Und leider, jetzt plötzlich, nicht, dass es umgekehrt wäre, aber es wird gesehen und angegangen. Und es gibt jetzt Konsequenzen und Verantwortung. Das ist neu. Ich meine, das hätte einige der Führungskräfte vor 20 Jahren ins Schwitzen gebracht. Um zu sehen, wer enttarnt wird. Ob es Kongressabgeordnete sind oder Showgrößen, es spielt keine Rolle, ob sie Stars sind. Spielt keine Rolle. Das ist neu. Mir gefällt das. Wie wär's mit ein Priester, der Kinder missbraucht? Wie lange geht das schon so? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Gott weiß wie lange, wahrscheinlich.
seit Beginn der Zeit. Sie entschieden, Männer für Spiritualität verantwortlich zu machen und zum Zölibat zu zwingen. Wie gefällt Ihnen das? Hat es funktioniert? Ich bin neugierig. Was dachten Sie sich dabei? Und nun beginnt es. Wir haben einen Papst, der sich damit auseinandersetzt, und kein vorheriger Papst hat es jemals erwähnt. Und wir haben jemanden, der wirklich versucht, damit umzugehen. Das ist so neu. Die Leute schauen mich an und fragen, was denn neu sei. Ich sehe mir die Nachrichten an und die Welt ist so schrecklich. Und ich sage, beruhigen Sie sich doch erstmal. Schauen Sie vor allem nicht mehr die Nachrichten an. Und zweitens, lassen Sie uns einen Blick auf einige Dinge werfen, die geschehen. Sie geschehen langsam, aber, Junge, sind sie anders. Glauben Sie auch, dass es nötig ist, diese Dinge ans Licht zu bringen, um Heilung zu ermöglichen? Sie waren bisher völlig verborgen, nicht wahr? Man hat Gerüchte über all diese Dinge gehört, aber nie wurden sie wirklich enthüllt, sodass alle sie sehen konnten. Und genau das passiert gerade. Mit solcher Geschwindigkeit, es ist wahnsinnig. Sogar Rassismus, stelle dir vor, war in Amerika schon immer vorhanden. Es war immer leise da, aber jetzt ist es so, als ob Dinge, die die Leute jetzt laut sagen, würde man vor 10, 15, 20 Jahren sagen, sag das nicht, das kannst du nicht laut sagen. Aber jetzt sagt es jeder laut, weil es ans Licht gebracht wird, damit es heilen kann. Ist das fair? Ja, das ist nur gerecht. Es ist zutreffend und wahr. Und so ist es nun mal. Lassen Sie mich noch etwas anderes ansprechen. Wir verwenden oft Metaphern, damit die Leute es verstehen. Wenn man das Licht in einem seit langem dunklen Raum anschaltet, sieht man den ganzen Schmutz. Wenn man in einem lange dunklen Raum das Licht einschaltet, sieht man den ganzen Schmutz, Kakerlaken krabbeln hervor und das Chaos wird sichtbar, besonders wenn es immer finster war, nie gereinigt wurde. Das ist einfach die Konsequenz. Also, wenn auf unserem Planeten Licht beginnt zu scheinen, deckt es all das Hässliche auf, das, wie du richtig bemerkt hast, schon immer da war. Für einige scheint es, als würde der Planet untergehen. Sie sehen all das Hässliche, das nun sichtbar wird. Aber ich sage, es war immer da. Bist du nicht froh, dass wir es jetzt erkennen, um etwas dagegen zu tun? Es gibt also zwei Sichtweisen. Das Glas, halb leer oder halb voll, aber genau das passiert gerade. Es lässt alles so schlecht aussehen. Ich denke, dass dieser Krieg, den wir führen, unglücklich, traurig und herzzerreißend, könnte der letzte dieser Art sein, denn die Erde sieht es und reagiert darauf, sagt nein, nicht noch einmal, nie wieder. Wir lassen uns nicht in die 40er zurückziehen. Ihr werdet uns nicht zurück in den Kalten Krieg ziehen. Egal, wer das Sagen hat oder was sie wollen, es wird nicht passieren. Und das ist eine neue Erde, darüber sprechen wir. Ja, es ist faszinierend. Putin tut Dinge, es ist direkt aus dem Drehbuch. Es ist buchstäblich wie nach Drehbuch, was sie machen. Und ich sitze da und denke, das ergibt keinen Sinn. Und ich bin anscheinend nicht der Einzige. Der Rest der Welt fragt sich auch, das ergibt keinen Sinn. Warum macht ihr das? Da Sie seinen Namen erwähnt haben. Wir waren 8-mal in Russland, 2-mal in der Ukraine. Wir trafen sie alle. Oh, wow. Wir lernten uns kennen. Die Russen sind ein wunderschönes Volk. Sie wurden hinters Licht geführt. Wenn sie realisieren, wie viele Leben verloren gingen, werden sie mit ihrem Anführer unzufrieden sein. Das ist Putin, nicht das russische Volk. Sie haben keine Wahl. Er hat die vollständige Kontrolle. Und deshalb geht mein Mitgefühl auch an Sie. Und ich hoffe, die Menschen verstehen den Unterschied. Wenn sie sich anschauen, wer was tut und warum. Und ich bin Kubaner, kubanischer Abstammung, und auch mein Volk wurde hinters Licht geführt. Es gibt einige Länder, ich wurde getäuscht, und das ist auch eines davon. Aber all das kommt jetzt ans Licht, selbst auf einer kleinen Insel wie deiner. Aber die Leute fangen sogar an zu sagen, nein, wir können so nicht weitermachen. Jetzt gibt es Aufstände, von denen man vor 20 Jahren nie gehört hätte. Wie wäre es damit, wenn es zu einem Aufstand der Frauen im Iran käme? Ich weiß. Du gehst also, ich meine, das ist, du redest von Heldentaten. Jesus, ich meine, ich weiß. Sie führen sie aus, benehmen sie sich nicht. Richtig, es bleibt keine Wahl. Und nun gab es einen Aufschrei, und Sie haben recht, es gab Proteste, und die Frauen gingen so auf die Straßen. Genug, Gott segne sie. Aber sie sind die Helden unserer Zeit. Genau das, worüber Sie reden. Lassen Sie mich Ihnen beiden eine Frage stellen. Was erwarten Sie für das Jahr 2023?
denn das Jahr 2022 war wirklich aufregend. Und denken Sie an 2020 zurück. Das war eine verdammt wilde Fahrt. Um es milde auszudrücken, das Jahr 2022 war im Kontext dieser 3 Jahre. Es ist schlecht. Es ist wirklich schlecht. Sagen wir einfach, dass jedes Jahr ein bisschen verrückter zu werden scheint. 23 und dann geht es weiter in 24. Es stehen Wahlen an und all das Zeug. Was erwartet ihr für das nächste Jahr, für 2023? Ich spreche bereits seit langer Zeit. Was denkst du? Also, das wird den Leuten nicht gefallen. Wir werden wahrscheinlich weiterhin ein bisschen mehr vom Gleichen sehen, weil man nicht einfach eine Aufräumaktion starten kann und dann aufgeben und sagen, okay, wir sind fertig, obwohl das Aufräumen noch aussteht. Sie können dann nicht zur nächsten Phase übergehen. Und mein Gefühl ist, wir schaffen ein Fundament von tiefgreifendem Wandel, der Lösungen erfordert, die einfließen müssen. Und je mehr wir können. Als alte Seelen und diejenigen mit höherem Bewusstsein konzentrieren wir uns darauf. Die Lösungen sind hier. Die Lösungen kommen. Es wird das Herannahen beschleunigen. Und was wir wirklich bekämpfen, sind so viele, die in Angst verharren, weil uns das von den Medien eingetrichtert wird. Wenn wir also an einen Punkt gelangen, an dem wir die Angst ignorieren und uns einfach darauf konzentrieren, was wir selbst tun können und das weitertragen, wird das die Dinge beschleunigen. Aber Lee, was denkst du über das nächste Jahr? Ich habe das Gefühl, es wird mehr vom Gleichen sein. Wir befinden uns immer noch im Aufräumprozess. Das wird, denke ich, noch für einige Jahre so bleiben. Aber ich glaube, du wirst beginnen, mehr zu sehen. Ich nenne das eine Klärung. Du wirst anfangen zu sehen, wie Teile und Elemente zusammenkommen, die wir immer zusammenführen wollten. Du hast den Rassismus angesprochen, den wir haben. Eines der Dinge, die frustrierend und herzzerreißend sein müssen, für diejenigen, die so behandelt wurden. In den USA passiert es oft, dass nach einem schrecklichen Ereignis und einer darauf folgenden Reaktion alles zum Alten zurückkehrt. Es wirkt, als ändere sich nichts. Doch ich glaube, man beginnt, das Problem anzugehen. Bald wird wohl ein System eingeführt, das die Polizei überwacht. Auf der Ebene, beim Dienstantritt, wo es möglicherweise eine Jury von Personen, die ihnen Fragen stellt, um herauszufinden, ob dort Rassismus vorliegt, etwas, um es zu ändern, anstatt nur Worte eines Politikers, der sagt, wir werden dies und das tun und es wird besser werden und es wird nie. Das ist eine Form der Lösung. Ich denke, wir werden eine Lösung im Krieg sehen. So. Ich glaube, wir werden eine Lösung mit Putin sehen. Und ich sage Ihnen, was dort kommt, aber Sie werden sehen. Und es wird allerlei Dinge geben, die sagen, hey, wir machen Fortschritte. Also ja, die Dinge werden weitergehen, aber ich denke, es beginnt sich zu wenden, sodass wir anfangen werden, einige Dinge zu sehen, die wir nicht erwartet haben. Und das andere, Alex, was ich noch erwähnen möchte, ist, dass gleichzeitig erleben wir all dieses Chaos in der Welt, es geschieht, und solche Spaltung zwischen Meinungen. Ich meine, es gab nie eine Zeit, in der wir mehr polarisierende Extreme in unseren Überzeugungen, dass wir die Verbindung abbrechen. Wenn jemand nicht so denkt wie wir, ist das unglaublich spaltend. Früher konnten 2 Freunde unterschiedliche politische Ansichten haben und es spielte keine Rolle. Sie konnten trotzdem Freunde sein. Aber jetzt, plötzlich, wenn du eine andere politische Meinung hast, willst du nicht einmal mehr mit ihnen befreundet sein. Diese Art von Spaltung, das ist es, was ich meine, wenn ich sage, dass alles herausfordernd an die Oberfläche kommt, das Chaos, der Krieg und die uns eingeimpfte Angst. Das möchte ich teilen. Für die Zuhörer, denen das neu ist, Cryons Botschaften sprechen von zukünftigen Lösungen für unseren Planeten. Eine davon ist der magnetische Motor, den Cryon angekündigt hat. Er wird die Art, wie wir Elektrizität nutzen, revolutionieren. Eine andere Erfindung, über die Cryon sprach, ist die Echtzeitentsalzung von Wasser. Wasserprobleme.
Eine weitere Sache, über die Creon gesprochen hat, ist die Fähigkeit, Landwirtschaft zu betreiben. Und so betrachtet man nur diese 3 Dinge. Die Veränderung unserer Stromversorgung, die Veränderung der Verfügbarkeit von Wasser für alle und Nahrungsmittel. Das wird solche Welleneffekte durch unsere Gesellschaft haben. Und deshalb ist es so interessant, dass einerseits diese Art von Chaos herrscht und andererseits all diese unglaublichen Erfindungen kurz davor stehen, veröffentlicht zu werden. Und das wird nicht in den Nachrichten verbreitet, aber definitiv durch die Durchsagen, die Lee durch Creon gibt. Das steht am Horizont. Lee, du hast in deinem Leben bereits mehrfach die Welt bereist und du hast weltweit Staats- und Regierungschefs sowie einflussreiche Persönlichkeiten getroffen. Wie siehst du das? Denn ich denke, dass du die Energie von Menschen gut erfassen kannst, wenn du sie triffst. Ich war in Räumen mit einflussreichen Persönlichkeiten und denke, okay, ich verstehe. Oder der Typ ist toxisch. Okay, ich muss hier raus. Wie denkst du über die Weltführer, die du tatsächlich getroffen und persönlich gesprochen hast? Ich habe noch mit keiner Person gesprochen. Das fühlt sich an wie beim Treffen mit dem Dalai Lama. Man kann es sehen und fühlen. Liebe und Freude. Er ist nicht selbstverliebt. Fast jeder, den ich traf, ist es auch. Es muss eine gewisse Zeit vergehen, Alex, in der wir sehen, wie die jüngere Führung aufsteigt, während die ältere Führung feststeckt. In diesem alten Paradigma eine Weile. Betrachtet man, wie wir Präsidenten wählen, sind fast alle über 70 beim Amtsantritt. Wenn wir mal einen Jungen bekommen, achten Sie darauf. Es beginnt sich etwas zu bewegen, aus einer anderen Zeit, einem anderen Paradigma. Hoffnung keimt auf, die sich in unserem Führungssystem langsam entfaltet. Weltweit verkörpern Führungskräfte noch immer die alte Energie, weil sie gewählt werden können oder auch nicht, aber sie kommen trotzdem auf, einschließlich Putin, natürlich, wie ihr seht, das ist immer noch da. Wenn ihr anfangt, jene zu sehen, die, wenn sie gewählt werden, ihre Gegner nicht niedermachen, wenn sie Debatten führen, ehren sie ihre Gegner, wenn sie ein wenig mehr, wenn es einen Kompromiss gibt. Mit der anderen Partei und Ähnlichem sollte man aufpassen, denn das ist der Moment, in dem man wirklich andersartige Führung erkennen wird. Wir sind noch nicht so weit, aber wir sind näher. Vor 50 Jahren waren wir. Wir sind nun viel näher, ganz ohne Zweifel. Jetzt möchte ich deine Meinung dazu hören, Lee, oder auch deine, Monika. Glaubt ihr, dass das, was jetzt passiert, diese Medienrevolution, sie findet statt? Unsere Sendung, eure Sendung. Wir erreichen eine Zeit, in der Einzelpersonen, nicht Gatekeeper, mehr Öffentlichkeitszugang haben. Normalerweise würden dann in einer Sendung wie dieser Führungskräfte diktieren, was ich sagen darf und was nicht. Wir müssten auch mit Werbetreibenden kooperieren und Ähnliches, wo jetzt Leute wie ich Botschaften verbreiten und ein Publikum aufbauen, das etablierten Medien Konkurrenz macht. Ich meine, es gibt nun Podcasts, die erreichen fast Super Bowl-Niveau an Downloads von Menschen weltweit. Ist das ein Teil davon, dieser Veränderung, dieser Umwälzung? Es ist eine Umwälzung. Mir scheint, dass viele Störenfriede, im übertragenen Sinne gute und schlechte, den Baum schütteln, den Apfelkarren durcheinander bringen. Das ist nötig, um zu reformieren, neu aufzubauen, aus dem Alten herauszukommen und das Neue hereinzubringen. Würdest du zustimmen? Ich stimme vollkommen zu. Ich erinnere mich sogar an eine Durchsage von Creon, lange vor dem Internet, und sie bezog sich darauf. Die Veränderung, von der die Rede war. Und Creon sagte, wenn jeder mit jedem anderen sprechen kann, wird es keine Geheimnisse mehr geben. Hier beginnt ihr, Frieden auf Erden zu schaffen. Als diese Durchsage gemacht wurde, wussten wir nicht, was es bedeutet, wenn jeder mit jedem sprechen kann. Es bedeutete das Internet.
Und mit der Öffnung des Internets haben wir Echtzeitkommunikation im globalen Maßstab. Das ist es, worüber Creon sprach. Und dann in nachfolgenden Kanälen, was Creon sagte, ist, bleibt dran für den guten Nachrichtenkanal. Wenn jemand es herausfindet, also Massenmedien. Es wird grundlegend angetrieben mit Werbung und Zuschauern. Es herrscht ein altes Paradigma darüber, wie man eine Plattform finanziert und Geld generiert, um das System am Laufen zu halten. Die Methode, dies zu bewerkstelligen, ist, dass man sich an Drama und Angst festhält. Und das ist es, was deine Werbung und all diese Dinge finanziert. Jetzt heißt Weinen Aussagen. Gute Nachrichtenkanal. Die Leute wollen gute Nachrichten. Und wenn du einen Weg findest, ihnen das zu geben, wirst du tatsächlich eine Veränderung in der Demografie sehen. Und schließlich wird es diesen Aha-Moment geben, sogar bei den Mainstream-Medien, dass sie sich ändern müssen. Die Ausrichtung dessen, was sie den Nutzern servieren, ändern müssen, weil die Nutzer jetzt fordern, weißt du was, wir wollen nicht ständig in Angst leben und uns schlecht fühlen. Wir wollen gute Nachrichten, die uns aufbauen. Und dann entsteht ein kaskadierender Effekt. Deshalb sind Dinge wie dieser Podcast, der aufbauend ist. Freude und Lachen sind tatsächlich ansteckende Energien, die sich verbreiten. Lee, möchtest du noch etwas hinzufügen? Ja, das tue ich, weißt du. Was du tust, ist mehr als Störung. Du bist das neue Paradigma. Hättest du mir gesagt, ich käme mein Beruf ist das Erstellen von Werbespots. Ach, ich auch, ich schätze meinen Anfang. Werbefilme. Tatsächlich habe ich über 4000 davon inszeniert. In meiner Rolle als Toningenieur habe ich wahrscheinlich Ungefähr 2000 bis 3000 davon als Cutter und Regisseur. Hätten Sie mir das damals gesagt, in der Zukunft wird es Fernsehen ohne Werbung geben. Ich gehe, Obszönität, Wahnsinn, bezahl Rechnungen. Wie soll das funktionieren? Ich meine, du bist verrückt. Und genau das haben wir. Ich habe seit 3 Jahren keine Werbung im Fernsehen gesehen, weil ich jetzt auswähle, was ich sehen möchte. Das ist die neue Art und Weise. Also, das ist ein Paradigmenwechsel. Wenn ich es jetzt wäre, ein Nachrichtensender, der noch im alten Paradigma steckt, sollte jetzt zittern, wenn sie nicht den Kopf in den Sand stecken, denn die Leute, sie gehen. Man muss sich eine Frage stellen über seine Sendung oder Sendungen wie die eigene. Warum? Warum sollte man den Super Bowl persönlich besuchen? Für dein Vorhaben? Es gibt nur einen Grund. Menschen haben Wahl. Sie entschieden zuzuschauen. Und gleichzeitig schalten sie die anderen ab. Also Hochschuss. Das ist das neue Paradigma. Ich erwarte, es wird nicht nur 3, 4 oder 5 Nachrichtenquellen geben. Es werden Hunderte sein, mit vielen Auswahlmöglichkeiten. Du kannst zu denen gehen, und ich glaube, wie Creon sagte, die erfolgreichsten werden jene sein, die ausgewogen berichten, besonders wenn sie gute Nachrichten ebenso wie andere bringen. Sie sprechen darüber auf unsere Art, mit Freude, und das sieht man selten. Bist du dir bewusst, ich bin gerade aufgebracht, im Jahr 2020. Wir haben es sofort erkannt. Im März, zu Beginn, kam Covid. Und so herzzerreißend es war, mit all den Todesfällen, die wir erlebten, diejenigen, die am meisten helfen sollten, das sind die, die uns im Stich ließen, nämlich die Medien. Das, was ich beobachtet habe, war, wie wir in Island zusammen mit einer Gruppe von Leuten die Nachrichten verfolgten. Und ich habe vergessen, welches Medium es war. Sie nannten stets die Todeszahlen, die steigenden Infektionszahlen, doch nie Genesungszahlen, nichts davon. Das Verhältnis von Todesfällen zu Genesungen blieb unerwähnt. Für den gelegentlichen Zuschauer schien es fast absichtlich gestaltet, Herr. Direktor, es ist so entworfen, um Angst und Schrecken zu säen. Uns wurde nicht das ganze Bild vermittelt, es wirkte trotzdem. Ich war wirklich sehr enttäuscht von den Medien.
Ich glaube, sie schämen sich, denn das war eine echte Gelegenheit. Für sie wirklich etwas zu präsentieren, uns ein genaues und wahres Bild zu geben, zu helfen und gute Nachrichten zu bringen. Ich meine, in New York und Queens, insbesondere in einem Krankenhaus, gab es Feierlichkeiten, wenn Menschen sich erholten und entlassen wurden und ihre Angehörigen sie umarmten. Es stand für Hoffnung, ließ einen denken, es gibt Hoffnung, nicht alles ist düster. Doch als ich es sah, dachte ich, die Pest sei über uns gekommen. Oh, ich habe meine Amazon-Pakete mit Clorox-Tüchern abgewischt, wie ein Verrückter. Ja, es gibt noch Leute, die das machen. Aus diesem Grund. Wir sprechen darüber, sagen, wenn ich jemanden sehe, Mann oder Frau, allein im Auto mit Klima, hochgekurbelten Fenstern und Maske, Gott segne sie. Und ich sage, es ist jetzt nicht nötig. Man muss verstehen, was das Virus bewirkt und wie es funktioniert. Sie wurden eingeschüchtert, also trage ich für mein Leben lang eine Maske. Und Sie wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber während Covid gab es eine Sendung, die ausgestrahlt wurde und sie hieß das Gute-Nachrichten-Netzwerk auf YouTube. Emily Blunt, die Schauspielerin, und John Krasinski. Wir haben sie alle gesehen. Waren sie nicht toll? Ja, genau das ist es, was ich meine. Und wie viele Millionen Downloads hatten sie? Und dann die großen Studios oder die großen Sender aus. Jemand hat sie gekauft und seitdem habe ich es nicht mehr gesehen. Nun, er hat auch angeblich. Erzähl mir, angeblich. Er musste aufhören, weil er eine andere seiner Shows machen wollte. Für Netflix oder war es Prime? Ich habe es vergessen. Ja, Amazon-Pakete, das dürfte alles sein. Ja, genau. Aber du hast wohl recht. Ich weiß nicht, warum das nicht zurückkam, denn ich habe es regelrecht verschlungen. Wenn einer von Ihnen die Sendung sieht, sagen Sie danke, danke, danke. Ach, so wunderbar. Ihr gabt uns das nötige Vorbild und es war wunderschön. Ja, sie fragten niemanden, es war einfach so. Buntstift-Logos zierten den Hintergrund. Es war wunderschön, so herrlich selbst gemacht, einfach großartig. Ich weiß, Es war wunderbar. Ich möchte euch einige Fragen stellen, die ich allen Gästen stelle. Was versteht ihr unter einem guten Leben für euch beide? nun für mich. Ich strebe ein Leben an, in dem ich Freude an meinen Tätigkeiten finde und täglich glücklich darüber bin. In solch einem Zustand ist mein Leben gut. Fehlt die Freude und gibt es triftige Gründe dafür, ist mein Leben nicht gut. Das ist einfach. Darauf aufbauend gibt es verschiedene Ebenen. Doch Freude ist, denke ich, eines der grundlegenden Gefühle, die wir anstreben, wenn in unserem Leben alles passt. Ich denke, hätte ich diese Frage vor Kryons Eintritt in mein Leben oder meiner größeren Erweckung beantworten müssen, hätte ich gesagt, ein gutes Leben bedeutet Freude und das Glück. Und ich hätte diese Frage wahrscheinlich nur auf mich selbst bezogen beantwortet, auf das, was ich erreichen wollte. Aber seit Kryon in mein Leben getreten ist, denke ich, für mich bedeutet ein gutes Leben. Eines, in dem ich nicht nur ein Leben voller Freude und Glück geführt habe, aber es hat sich auch ausgebreitet und andere angesteckt. Es geht nicht mehr nur um mich, sondern um uns alle und das Wir. Ich denke, das ist ein wesentlicher Teil dieser Veränderung, um uns. Und genau das war das Schöne an Covid, denn wir waren isoliert. Wir konnten uns nicht berühren, uns nicht umarmen. Und da war diese echte Definition dafür, nein, wir brauchen das. Wir brauchen einander. Wir müssen uns umarmen, lieben und Teil einer Gemeinschaft sein. Und deshalb denke ich, es ist der Übergang vom Ich zum Wir in den USA. Das bedeutet für mich ein gutes Leben. Wenn du Freude und Lachen in dir findest, es selbst erschaffst und auf jeden ausstrahlst, dem du begegnest, führst du ein gutes Leben. Und jetzt, wie definierst du den Begriff Gott? Es ist unglaublich schwer, Gott zu definieren. Selbst Kryon sagt in den Durchsagen, Gott sei irgendwie undefinierbar. Und es ist schwer, weil
Mein Verständnis von Gott ringt damit, zu erfassen, dass er keinen Anfang und kein Ende hat. Alles in unserem Leben beginnt und endet. Es ist eine Herausforderung, sich hinzusetzen und dies logisch zu ergründen. Wie konnte Gott keinen Anfang haben? Alles beginnt. Wie kann Gott ewig existieren? Wenn du diese Frage aufgibst, als du sagtest, du glaubst, es gibt noch etwas anderes da draußen, ist es nicht nur Glaube, dass da etwas ist. Du hattest Beweise, das hat es bestärkt. Der Gedanke, dass Glaube da draußen existiert. Man kann nicht einfach sagen, ich habe Glauben, der draußen ist, ohne je Beweise zu haben, die diesen Glauben, die Absicht, das Bewusstsein stärken. Man sollte jemanden betrachten, der behauptet, ja, ich habe Glauben, ich glaube. Es gab Beweise, die mir das zeigten. Man denkt, okay, toll, jemand hat diese Erfahrung gemacht. Aber wir leben auf einem Planeten mit Zugang zu aufgezeichneter Geschichte. Und es gab unzählige Episoden von Personen, die Erfahrungen gemacht haben, die zeigen, etwas Größeres als sie selbst geschehen in einem lebensverändernden Wunder. Und wir sehen es ständig um uns herum. Es wird uns ständig gezeigt. Es gibt so viele Menschen, die das erleben, was sie eine Nahtoderfahrung nennen. Sie kehren zurück mit derselben Botschaft von bedingungsloser Liebe, die sie umhüllte. Dass viele diese Erfahrungen gemacht haben, ist bemerkenswert. Es scheint fast so, als sei die Person, die diese Erfahrung nicht gemacht hat, eher eine Ausnahme als der Rest von uns. Gott repräsentiert für mich das Große. Ich bin über allem Existierenden und durchdringe das Universum, jede Zelle deines Körpers. Es ist einfach, es ist. Liebe ist mehr als Emotion. Sie ist der Zustand des Seins, der Existenz Gottes. Das ist die Suppe aus bedingungsloser Liebe und Mitgefühl. Eine lange Antwort, aber sozusagen mein. Große Frage, ehrlich gesagt eine tolle. Ja, mein Gottesverständnis. Und Lee fasst es sicher in 3 Worten zusammen. Nun, ich neige dazu. Glaube ist derzeit angesagt. Dinge, die man nicht sehen kann. Ich habe keinen Glauben an Gott, weil es nicht unsichtbar ist. Mein Gott, das in mir ist, an das ich glaube. Ich bin Teil der schöpferischen Quelle. Ich bin aus dem Stoff der Sterne. Ich kenne Gott, denn das ist die Botschaft. Wir laden jeden ein, Gott zu erkennen. So ist die schöpferische Quelle, die das Universum erschuf, in uns. Und es wird ein Teil von mir. Es wird Teil meiner molekularen Struktur. Wenn du in den Himmel schaust, fragst du dich, wie ist das möglich? Dass eine Kraft all das erschaffen hat? Und was auch immer es ist, wie ist es möglich? Es ist mir egal. Ich weiß einfach, dass es so ist. Es ist kein Glaube, ich weiß es. Und ich weiß auch, dass dieser Gott, der alles erschaffen hat, meinen Namen kennt. Das ist für mich genug. Das ist mein Gott. Und die letzte Frage, was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist, das Bewusstsein unseres Planeten zu erhöhen. Und Monika? Es ist der Ort, wo er ist. Wir sind im Test der Dualität. Die Prüfung. Kannst du den Schöpfer in dir finden oder nicht? Und übrigens, der Schöpfer möchte gefunden werden. Ja, das tut er. Und wo können die Leute mehr über dich erfahren? Deine Bücher, die nicht deinen Namen tragen. Und all die großartige und wertvolle Arbeit, die ihr verrichtet? Nein, ich arbeite. Ich verlor den Überblick. Ich werde 2 kurze Sätze schreiben. Weblinks, cryonmasters.com, alles in einem Wort. Dort können sich die Leute mit unseren Programmen verbinden, einschließlich Heilender Mittwoch. Und dann gibt es noch cryon.com. Unmengen an Ressourcen dort, hunderte Stunden, kostenlos. Du weißt, es gibt viele
Imitieren Lees YouTube-Kanäle, um herauszufinden, wie man Geld verdienen kann. Erschreckend. Hör auf damit, hör auf damit. Ein Typ namens Alex mit Hut sieht aus wie du. Wir werden danach darüber sprechen, mein Herr. Ich schalte Anwälte ein. Ja, aber Sie finden das richtige YouTube für Lee unter cryon.com/YouTube. Wir haben einen Direktlink erstellt, der direkt zu Lees Kanal führt. Dort können Sie dann die kostenlosen Heilungsfolgen sehen, die wir jeden Mittwoch anbieten. Und Lee, noch abschließende Worte für das Publikum? Freude. Ruhm. Sucht zuerst nach Freude in eurem Leben. Es gibt viele Wege, sie zu finden. Ich behaupte nicht, es sei ein Zaubertrank, wo man sagt, finde Freude und Schlaf. Es gibt Methoden und Methodologien. Kriminalität, YouTube ist voll von Interviewpartnern zu diesem Thema. Einige bestätigen unsere Erkenntnisse, doch die Kernbotschaft lautet, ein Wandel geschieht. Fürchte dich nicht. Finde Freude im Leben. Jungs, danke für euren Besuch in der Sendung. Es war ein Vergnügen und eine Ehre, mit euch zu sprechen. Dank auch für eure Arbeit, um das Bewusstsein für unseren Planeten und seine Bewohner zu steigern. Ich schätze euch und euer Engagement sehr. Vielen Dank. Ebenso. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.